Wisst ihr, ich bin ein 2000er-Kind und kam dementsprechend nicht an einem freshen, omega coolen Nintendo DS herum. Ich meine, ich verbinde mit diesem Handheld so viel mit meiner Kindheit. Fucking PictoChat, den ohne Frage besten Mario Kart Ableger, die noch guten Mario und Luigi Teile, WarioWare, Flipnote Studio und natürlich Kampf der Gigant-Dinosaurier, Digga. Der DS hatte so verdammt viel zu bieten, ich denke, viele von euch können mir da einfach noch zustimmen. Hoffe ich. Und unter all diesen absoluten Meisterwerken gab es ein Spiel, welches ich ganz besonders in Erinnerung habe, und zwar The Sims 2. Für den DS. Wisst ihr, ich war noch nie wirklich ein Fan von The Sims. Ich hoffe, ich mache mir da jetzt nicht viele Feinde, aber ich habe in Sims 3 und 4, glaube ich, höchstens 10 Stunden meines Lebens versenkt. The Sims 2 ist aber ein Spiel, das, sage ich mal, ein bisschen aus der Reihe tanzt. Kurze Story. Du bist ein Sims, dessen Karre durch einen Unfall mitten im Nirgendwo in der Stadt Merkwürdighausen stehen bleibt. Name ist Ihr Programm. Während ihr nun auf die Reparatur wartet, werdet ihr in einem Hotel untergebracht. Kurze Zeit später werdet ihr zum Manager des Hotels benannt und dürft euch jetzt um die Wehwehchen eurer Besucher kümmern. Als frisch gebackener Hotelmanager hast du jetzt folgende Aufgaben. Du kannst zum Beispiel neue Zimmer bauen, die deine Gäste dann benutzen können, um dir dann Geld in die Kasse einzubringen, damit du irgendwie noch überleben kannst und nicht irgendwann bankrott bist. Du kannst natürlich auch mit den Gästen interagieren und ihnen Geschenke machen und so deinen Beliebtheitsgrad bei den jeweiligen Gästen erhöhen. Außerdem kannst du dann mit deinem verdienten Geld neue Gegenstände im Shop kaufen, damit dann die Zimmer deines Hotels dekorieren und dadurch noch mehr Geld einfahren. Apropos Geld einfahren. Es gibt in dem Spiel ein Penthouse, welches als Zimmer des Hotels dient, und darin befinden sich eigentlich immer, sag ich mal, große Persönlichkeiten, die immer viel in der Stadt zu sagen haben. Diese haben immer viele Quests für dich und durch die wird auch ein bisschen die Story des Spiels vorangetrieben. Während all den Sachen, die du dort unternimmst, reagiert die Spielwelt auf dein Handeln. Und das in Echtzeit. Zum Beispiel gibt es in deinem Hotel einen Generator, welcher natürlich nur von dir in regelmäßigen Abständen mit nuklearen Brennstäben wieder angefeuert werden muss. Außerdem brauchen neue Räume zum Fertigstellen ganze 8 Stunden. Das heißt, bis der gute Tristan die Legende das fertig gebaut hat. Weil er Tristan Legende heißt. Tristan Legende. Während man nun also stundenlang auf seine neue Suite wartet, kann man sich dabei aber auch anderweitig beschäftigen, wie zum Beispiel mit Saugen, Duschen, einen geilen Drink schlürfen, Brennstäbe aufsammeln, tanzen, dein Apartment dekorieren, Zeug im Shop kaufen, im Casino sein Geld verlieren, übrigens das Minispiel darin ist absolut banger, und mit den Bewohnern des Dorfes über deren Gefühle reden. Hier wird alles geklaut gleich. Ja, kein Scheiß, es ist ein zentraler Bestandteil des Spiels, mit den NPCs ein Emotionsminispiel zu spielen. Hierbei ist es deine Aufgabe, auf deren Verhalten richtig zu reagieren. Ihr lernt dabei die verschiedenen Bewegungen des Sims kennen und reagiert darauf entsprechend mit dem richtigen Button. Beim erfolgreichen Beenden des Spiels erhält man dann meistens eine Belohnung wie einen Kürbis oder einen Brennstab. Im weiteren Spielverlauf bilden die Bewohner dann eine Art Sekte. Du kannst dann bald auch mal Geld drucken, triffst in der Wüste eine Mumie, wirst zum Low-Budget-Batman und ach ja, Bigfoot versteckt sich in deinem Keller. Nun aber zu Punkten, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Und zwar die teilweise creepy Atmosphäre und der absolute 10 von 10 Soundtrack. Ihr müsst wissen, es gibt in dem Spiel einen Tag-Nacht-Zyklus, der sich eben an die reale Tageszeit richtet. Und aus irgendeinem Grund hatte ich früher die Angewohnheit, in der Nacht aufzustehen, mich ins Wohnzimmer zu setzen und in Ruhe und heimlich dieses Spiel zu spielen. Da saß ich nun stockfinster und folgendes ballerte ein. Ich habe mir früher so in die Hose geschissen, das ist nicht mehr normal. Aber auch andere Tracks sind mir hier besonders im Kopf geblieben.
Also wie kann man Sims 2 nun zusammenfassen? Ist es eine hyperrealistische Lebenssimulation? Ist es Shrek? Oder ist es einfach eine Erfahrung, welche ich genau mit diesem Video versuche zu verarbeiten? Ich denke alles von dem. Dementsprechend hoffe ich euch, auch heute wieder etwas Neues und Spannendes von dieser ulkigen Welt erzählt zu haben.